Unter dem Begriff Smart Grid, also intelligentes Netz, wird eine Vielzahl neuer technischer Lösungen im Energiesystem zusammengefasst. Der Begriff bezieht sich dabei eigentlich nicht nur auf das Netz, das für die Übertragung und Verteilung zuständig ist, sondern auch auf die Einbindung von Erzeugern, Verbrauchern und Speichern. Das Netz soll intelligenter werden durch den zusätzlichen Einsatz von Mess-, Regelungs- und Kommunikationstechnik. In diesem Video schauen wir uns zunächst an, wie intelligent unser heutiges Netz ist und wo mehr Intelligenz schon fest geplant und umgesetzt wird. Im Anschluss zeige ich euch an einem einfachen Beispiel, wodurch in Zukunft mehr Intelligenz notwendig wird und wie solche Intelligenz in diesem Fall aussehen könnte. Um den aktuellen Stand der Technik zu betrachten, muss man verstehen, wie unser Netz entstanden ist. Früher gab es wenige große Kraftwerke, die immer genau die Energie liefern, die die Verbraucher benötigen. Die großen Kraftwerke wurden direkt an das Übertragungsnetz, also die oberen Netzebenen, angeschlossen, die von Leitwarten überwacht und gesteuert werden. Die unteren Verteilnetzebenen wurden einfach groß genug dimensioniert, um die Verbraucher dauerhaft sicher versorgen zu können. In diesen Ebenen gibt es dadurch nur sehr wenig Messtechnik und Möglichkeiten zur Steuerung. Durch die Energiewende wird Erzeugung dezentraler durch PV-, Wind- und KWK-Anlagen und die Anzahl großer Kraftwerke nimmt ab. Die Verteilnetze werden deutlich mehr belastet und müssen daher entweder ausgebaut werden, was sehr teuer ist, oder smarter werden. Der erste große und schon geplante Schritt dabei ist der Smart Meter Rollout. Ein Smart Meter ist ein intelligenter Stromzähler, der insofern intelligenter ist, dass er eine direkte Kommunikationsschnittstelle hat, mit der er Messwerte direkt übertragen kann. Zusätzlich könnte durch einen Smart Meter in der Zukunft auch nicht nur der verbrauchte Strom, also die Leistung, sondern auch andere Netzzustandsgrößen wie beispielsweise die Spannung erfasst werden. In der Praxis werden die Smart Meter nun erstmal bei Großverbrauchern installiert und der Smart Meter Rollout wurde durch Gerichte 2021 erstmal gestoppt. Doch schauen wir uns im Folgenden zunächst einmal an einem einfachen Beispiel an, warum durch die Energiewende mehr Intelligenz im Verteilnetz notwendig wird. Die Größen und Rechnungen sind hier stark vereinfacht, verdeutlichen aber so verständlich mögliche Probleme, die im Verteilnetz auftreten können. Betrachten wir einen Straßenzug im Verteilnetz mit 5 Einfamilienhäusern. Jedes Haus hat eine 10 kV PV-Anlage mit Speicher und die Familien fahren ein Elektroauto, das durch eine Wallbox mit 11 kW geladen wird. Die Leitungen im Netz werden vereinfacht als Widerstand angenommen, wodurch nach U = R mal I ein Spannungsabfall auf den Leitungen entsteht, der proportional zum Strom ist. Die Spannung am Trafo am Anfang der Straße wird fest, vereinfacht einphasig mit 230 Volt angenommen. Um die angeschlossenen Geräte nicht zu beschädigen, darf nach Norm die Spannung im Verteilnetz nur um ± 10% abweichen, also zwischen 207 und 253 Volt liegen. Im ersten Sommerszenario betrachten wir einen sonnigen Tag. Alle PV-Anlagen speisen mit Volllast ein, da der hauseigene Speicher bereits voll ist und der Verbrauch ist gering, da niemand zu Hause ist. Näherungsweise speist jeder Haushalt einen Strom von 10 kW durch 230 Volt, abgerundet etwa 40 Ampere ein. Der Summenstrom im vordersten Abschnitt ist dadurch 5 mal 40 Ampere, also 200 Ampere. Gehen wir von einem Leitungswiderstand von 0,04 Ohm aus, ergibt sich im ersten Haus eine Spannung von 230 Volt plus 200 Ampere mal 0,04 Ohm, also 238 Volt. Am zweiten Haus liegt die Spannung bei 238 Volt plus 160 Ampere mal 0,04 Ohm, also 244,4 Volt. Rechnet man so weiter, ergibt sich am letzten Haus der Straße eine Spannung von 254 Volt, was schon knapp über der Grenze des Spannungsbandes liegt. Im zweiten Szenario ist es Winter und es hat seit einigen Tagen nur sehr wenig die Sonne geschienen, wodurch der Speicher leer ist. Abends kommen die Familien nach Hause und laden ihr Elektroauto alle mit Volllast, beginnen zu kochen und kommen so auf einen Gesamtverbrauch zwischen 11 und 13 kW, was einem Strom von -60 Ampere je Haus entspricht. Berechnet man wieder die Spannung, kommt man am ersten Haus auf 230 Volt minus 300 Ampere mal 0,04 Ohm gleich 218 Volt. Am Ende der Straße beim fünften Haus ergibt sich so eine Spannung von 194 Volt, was deutlich unter den 207 Volt Minimum liegt. Auch wenn dieses Beispiel deutlich vereinfacht und in der Gleichzeitigkeit übertrieben ist, zeigt es doch das Problem. Während man früher keine Einspeisung ins Verteilnetz hatte
und so die Spannung am Trafo auch etwas höher als die 230 Volt sein konnte, wird das Spannungsband im Verteilnetz jetzt in beiden Richtungen ausgenutzt und die Leistungen nehmen durch E-Autos, Wärmepumpen und PV teilweise deutlich zu. Im Folgenden wollen wir uns 3 unterschiedlich smarte Lösungen für dieses vereinfachte Beispiel ansehen. Die am wenigsten smarte Lösung wäre es, die Straße aufzureißen, mehr Kupfer, also dickere Leitungen zu verlegen, die dadurch einen geringeren Widerstand haben. Die Spannungsabfälle werden so geringer. Die Kosten, das in allen Verteilnetzen im ganzen Land zu tun, wären allerdings enorm. Eine schon etwas smartere Lösung wäre es, den Transformator gegen einen sogenannten On-Load-Tap-Changer, also einen Transformator, bei dem man das Übertragungsverhältnis und damit die Ausgangsspannung anpassen kann, zu ersetzen. Anhand einer Messung der Spannung am Ende der Straße bei Haus 5 oder der Leistung am Transformator könnte die Ausgangsspannung des Trafos so gesteuert werden. So könnte im Sommerszenario die Spannung am Trafo reduziert werden und im Winterszenario die Spannung am Trafo erhöht werden, sodass in beiden Szenarien alle Spannungen innerhalb des Spannungsbandes liegen. Noch smartere Lösungen aus der Forschung gehen häufig in die Richtung, in jedem Haushalt die Intelligenz des Energiesystems zu steigern, indem alle Häuser über Messungen verfügen und die Anlagen miteinander oder einer zentralen Stelle kommunizieren können. So könnten beispielsweise die Batteriespeicher so eingesetzt werden, dass nie alle PV-Anlagen die volle Leistung ins Netz einspeisen. Die Ladeleistung der E-Autos könnte, wenn notwendig, reduziert werden oder für Extremfälle im Winter könnte der hauseigene Speicher bereits vorher etwas geladen werden. Häufig kommen dabei auch künstliche Intelligenz und variable Strompreismodelle zum Einsatz. Dadurch wird zum Beispiel ein langsameres oder späteres Laden des Elektrofahrzeugs, das sowieso erst am nächsten Tag wieder gebraucht wird, günstiger und dadurch von den Familien bevorzugt und ein Netzausbau kann so an sehr vielen Stellen vermieden werden. Durch die Energiewende und die daraus resultierenden Anpassungen am Netz, der Erzeugung und dem Verbrauch muss unser Energiesystem also intelligenter werden. Dafür kann beispielsweise an unterschiedlichen Stellen KI eingesetzt werden, was auch aktuell ein zentrales Thema der Forschung ist. Wenn dich diese Themen genauer interessieren, schau dir jetzt die Videos dazu an und lass ein Like für dieses Video da.